Hi, ich bin Melanie, Anfang 30 und gerade dabei, mein Leben einmal komplett neu aufzubauen. Ich habe die Großstadt und den klassischen 9-to-5 hinter mir gelassen, um herauszufinden, wie ein Leben aussieht, das sich wirklich nach mir anfühlt. Und über diese Reise mit all ihren schönen, chaotischen und ehrlichen Momenten mache ich regelmäßig Vlogs und Videos. Es ist so verrückt, dass es einfach schon Mai ist. Also geht's nur mir so oder geht die Zeit dieses Jahr einfach extrem schnell rum? Ich habe ein kleines Update für euch bezüglich des Probearbeitens im Biergarten. Ja, ich war da und bin dann nach 10 Minuten wieder gegangen. Also das Ding ist, der Job war nicht an der Theke, sondern es war in der Küche bzw. Essensausgabe und ich war von Anfang an schon ein bisschen skeptisch, ob das Richtige ist, aber ich dachte mir, okay, schau's dir halt mal an. Aber vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwo hingeht oder in irgendeine Situation kommt und euer Bauchgefühl sagt euch direkt so, nee, das ist es nicht, ich will hier weg. Und genauso war es bei mir halt direkt in der ersten Minute. Es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand böse zu mir war oder so, aber es war, ich weiß nicht, es hat für mich einfach absolut nicht gepasst. Früher hätte ich dann wahrscheinlich erstmal noch durchgezogen, vielleicht sogar überlegt, den Job erstmal anzunehmen. Und auch dieses Mal dachte ich, ja, okay, mach halt vielleicht mal ein paar Stunden, wenn du jetzt eh schon da bist. Aber dann dachte ich mir halt, wenn ich jetzt schon weiß, ich will das auf keinen Fall machen, dann brauche ich ja weder deren noch meine Zeit damit zu verschwenden, dass ich mir jetzt hier alles zeigen und erklären lasse. Bin dann halt zur Chefin hin, hab ihr das gesagt. Sie war auch ein bisschen überrascht, dass ich so schnell schon das Handtuch schmeiße, aber sie hat dann auch total nett und verständnisvoll reagiert. Danach habe ich dann meine Mama angerufen und wir sind zusammen noch in einen anderen Biergarten gefahren. Es wäre mir ein bisschen unangenehm gewesen, mich dann nach diesem 10-minütigen Probearbeiten dort in den Biergarten reinzusetzen. Mir ist letztens mal aufgefallen, dass sobald ich Dinge in meinen Videos ankündige, mir das irgendwie nochmal so ein bisschen extra Motivation gibt, die dann auch wirklich zu tun. Seit ich das Video zum Thema Lesen gemacht habe, lese ich tatsächlich auch wieder mehr. Und das ist sehr schön. Nochmal kurz zurück zur Jobsituation. Von den anderen beiden Biergärten habe ich bisher noch nichts gehört. Morgen will ich nochmal zu einem Restaurant gehen, wo ich auch online gesehen habe, dass die Servicekräfte suchen und da mal nachfragen. Also ja, ich bleib aktiv. Wenn ihr den letzten Vlog gesehen habt, dann habt ihr gemerkt, dass meine Woche verhältnismäßig schon relativ voll war. Zumindest kam es mir so vor. Und auch wenn es total schön ist, habe ich dann gemerkt, dass das echt auch ein bisschen viel für mich war. Und als ich dann nach dem Treffen mit meiner Mama im Biergarten nach Hause kam, habe ich mich auch erstmal den restlichen Abend auf die Couch gepflanzt und auf Netflix eine Dino-Doku gebinged. Diese Woche ist jetzt wieder relativ ruhig und das will ich mal nutzen, um so ein paar To-Dos zu erledigen. Ich werde jetzt gleich in den Baumarkt fahren. Ich brauche so ein bisschen größere Töpfe für meine Tomatenpflanzen, Lebensmittel einkaufen, meine Waschmaschine reinigen, was ich in den 2,5 Jahren oder so, die ich sie besitze, noch nie getan habe.
Kennt ihr diese Situation, wo ihr im Nachhinein merkt, dass vielleicht eine Sache nicht klappen sollte, damit eine andere Sache klappen konnte? Und zwar war ich heute bei diesem Restaurant, wo ich hin wollte, weil ich da online schon gesehen habe, dass die Leute für den Service suchen. Ich war dann dort. Super schönes Restaurant, wäre allerdings auch mit einem Pendelaufwand von einer knappen Stunde verbunden. Aber da dachte ich mir, wenn alles andere passt, nehme ich das auch in Kauf. Allerdings hat sich dann rausgestellt, dass die aktuell wohl eher nur nach Aushilfen suchen und das reicht mir leider nicht. Ich behalte es mal im Hinterkopf, aber es kann sein, dass ich das vielleicht gar nicht mehr brauchen werde. Denn auf dem Heimweg habe ich dann spontan entschlossen, auch mal bei einem Restaurant hier in meiner Kleinstadt vorbeizuschauen und da einfach mal zu fragen, auch wenn die jetzt nicht offiziell irgendwas auf ihrer Website stehen hatten. Als ich ankam, hatten die noch gar nicht geöffnet, aber es saßen schon Mitarbeitende draußen. Und dann habe ich einfach gefragt, hey, wisst ihr zufällig, ob Leute für den Service gesucht werden? Und dann meinten die direkt so, immer. Ja, wart mal kurz und wir holen den Chef. Und ja, dann habe ich mit dem Chef gesprochen, der lustigerweise genauso alt ist wie ich, war auch super sympathisch. Also ich würde sagen, wir haben uns direkt auf Anhieb verstanden. Und ja, mit dem habe ich jetzt ein Probearbeiten für nächste Woche vereinbart. Und die Idee wäre dann halt, wenn das mit dem Probearbeiten passt, dass ich dann erstmal einen Monat oder so auf Minijob-Basis arbeite, weil ich habe halt vorher noch keinen Tischservice gemacht. Das habe ich ihm auch direkt ganz ehrlich gesagt. Und dann hätte man einfach quasi so einen Probemonat, wo wir beide schauen könnten, ob es passt oder nicht. Und wenn es dann passt, dann könnte man eben auf Teilzeit erhöhen. Und das ist ja auch für mich total praktisch, weil ich ja eigentlich auch erstmal rausfinden muss, ob Servicearbeit für mich eigentlich das Richtige ist. Der ultimative Vorteil wäre halt an dem Job, dass ich in 5 Minuten mit dem Fahrrad vor Ort wäre. Also ja, ihr könnt mir gerne weiterhin die Daumen drücken. Da kann ich euch dann ja wahrscheinlich im nächsten Vlog ein Update zugeben. Und ich sag mal so, wenn das klappt, dann weiß ich halt auch, warum die anderen Jobs davor nicht geklappt haben. Heute will ich mal wieder ein neues Rezept ausprobieren und zwar Pita-Brot mit so einer Kichererbsen-Tzatziki-Füllung. Und weil ich ja laktoseintolerant bin, mache ich das Tzatziki tatsächlich auch so ein bisschen selbst. Obwohl es auch Tage gibt, da würde ich jetzt einfach ein gekauftes Tzatziki mit Laktose essen.
bin ein bisschen verschwitzt. Ich finde, während des Inliner-Fahrens merkt man irgendwie gar nicht, wie anstrengend das ist, bis man dann den Helm abzieht und alles total verklebt ist vom Schweiß. Da es jetzt schon wieder ein paar Wochen her ist, dass ich das letzte Mal Inliner gefahren bin und das Wetter heute wieder sehr schön ist, dachte ich, auf geht's. Ich glaube, früher hätte ich schnell wieder die Lust daran verloren, wenn ich gemerkt hätte, dass ich nicht irgendwie großartig besser werde. Aber mittlerweile denke ich mir, ich mache das für den Spaß und mir macht es auch Spaß, wenn ich nicht sonderlich gut darin bin, solange ich mich nicht auf die Fresse lege. Und ich habe in dieser, ja, doch eher ruhigen Woche echt auch wieder gemerkt, wie leicht es eigentlich ist, Glück oder Zufriedenheit in den kleinen Dingen zu finden. Sorry, ey, dieser Lichtstrahl hier ist die ganze Zeit so mitten in meinem Gesicht. Egal, damit müssen wir jetzt leben. Diese Woche ist zwar nicht sehr viel Spektakuläres passiert, aber allein so Sachen wie mir ein Buch auszuleihen, auf das ich mich schon voll freue, das zu lesen, durch einen schönen Park zu spazieren, sich ein leckeres Essen zu kochen oder auch jetzt eben einfach eine kleine Runde Inliner zu fahren. Wie viel positive Energie einem das einfach geben kann. Und was anderes, was mir gleich auch noch sehr viel positive Energie geben wird, ist, dass ich auf dem Weg hierher gesehen habe, dass hier jetzt tatsächlich auch ein Erdbeer-Selbstpflückerfeld aufgemacht hat und ich werde mir auf dem Rückweg dann erstmal sowas von Erdbeeren selbst pflücken. Das ist so cool, dass ich das direkt bei mir hier zu Hause habe, aber auch ein bisschen gefährlich, weil ich vielleicht arm werde, weil ich mein ganzes Geld in Erdbeeren stecke. Ich habe auch noch ein kleines Erfolgserlebnis mit euch zu teilen und zwar habe ich meinen ersten Schnittauftrag abgeschlossen. Bisher habe ich Content ja immer nur für mich selbst gemacht. Ich habe halt auch immer so argumentiert, dass ich meine kreative Energie für mich behalten will quasi. Aber ich glaube, zum Teil war es auch wieder ein bisschen das Imposter-Syndrom. Dass ich halt immer denke, ja, also so krass sind meine Editing-Skills jetzt auch nicht, dass ich dafür von anderen Leuten Geld verlangen könnte. Aber das Ding ist, man vergleicht sich ja immer nur mit seinem aktuellen Level oder vielleicht dann auch eher mit Leuten, die irgendwo erfahrener sind als man selbst. Aber wenn man halt mal überlegt, eine Person, die noch nie ein Video geschnitten hat, wie viel Zeit und Energie das diese Person überhaupt kosten würde, was jemand wie ich halt relativ schnell zusammenschneiden kann, einfach weil ich jahrelange Erfahrung damit habe. Für eine Bekannte von Bianca habe ich dann jetzt eben mal ein Reel zusammengeschnitten. Sie hatte halt ein Reel gesehen, das ich für Bianca mal geschnitten hatte und dann halt gefragt, ob ich das auch beruflich machen würde. Sie fand es super und möchte auch gerne weiterhin mit mir zusammenarbeiten. Ich denke nicht, dass ich jetzt anfangen werde, mich da großartig als Cutterin auf den Markt zu schmeißen, aber es ist natürlich cool, wenn so Aufträge reinkommen, ohne dass man jetzt selbst quasi was dafür machen musste. Und ich denke, es ist auf jeden Fall ganz gut, seine Selbstständigkeit vielleicht auf mehrere Aspekte zu verteilen, also dass jetzt nicht alles komplett abhängig von YouTube ist, aber dann eben auch für sich wieder eine gute Balance zu finden aus kreativer Arbeit für sich selbst und für andere.